Stell dir vor, du steigst in ein Raumschiff. Kein gewöhnliches Raumschiff. Dieses hier kann so schnell fliegen, wie du willst. Schneller als alles, was wir je gebaut haben. Schneller als Licht sich bewegt. Und jetzt machst du etwas ganz Einfaches. Du wählst eine Richtung, irgendeine, und fliegst einfach geradeaus. Nicht nach links, nicht nach rechts, nur geradeaus. Du fliegst an der Erde vorbei, am Mond, an der Sonne. Du lässt unser Sonnensystem hinter dir, dann unsere Galaxie. Du fliegst weiter und weiter und weiter. Die Frage ist, wo kommst du an? Jetzt denkst du wahrscheinlich, irgendwann muss doch ein Ende kommen. So funktioniert doch alles, was wir kennen. Jede Straße hat ein Ende. Jeder Ozean hat eine Küste. Jedes Land hat eine Grenze. Irgendwo muss doch eine Wand sein, eine Kante, eine Stelle, an der einfach nichts mehr kommt. Vielleicht ein riesiges Schild. Ende des Universums. Bitte wenden. So funktioniert unser Kopf. So haben wir gelernt, die Welt zu verstehen. Alles hat Grenzen. Aber hier fängt es an, seltsam zu werden. Das Universum hat tatsächlich so etwas wie einen Rand. Aber nicht den Rand, den du dir vorstellst. Wenn Wissenschaftler vom Rand des Universums sprechen, meinen sie etwas völlig anderes als eine Mauer oder eine Grenze. Sie meinen eine Art Horizont. Denk an den Horizont auf der Erde. Du stehst am Meer und schaust in die Ferne. Dort, wo Himmel und Wasser sich treffen, das ist der Horizont. Aber du weißt, das ist keine echte Linie. Da ist kein Abgrund. Wenn du hinfährst, ist der Horizont wieder genauso weit weg wie vorher. Der Rand des Universums funktioniert ähnlich, nur viel, viel merkwürdiger. Stell dir eine riesige Seifenblase vor. Du stehst genau in der Mitte. Die Oberfläche der Blase, das ist der weiteste Punkt, von dem aus Licht dich jemals erreichen konnte. Alles innerhalb dieser Blase kannst du sehen. Oder besser gesagt, alles innerhalb dieser Blase hat die Chance, irgendwann bei dir anzukommen. Diese Blase nennt man das sichtbare Universum. Sie ist unvorstellbar groß. In jede Richtung etwa 46 Milliarden Lichtjahre. Das sind Zahlen, die kein Mensch wirklich greifen kann. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Diese Blase ist nicht das ganze Universum. Sie ist nur der Teil, den wir sehen können. Dahinter geht es weiter. Vielleicht unendlich weit. Das Licht von dort hat uns einfach noch nicht erreicht. Stell dir vor, du lebst in einem Haus mit einem kleinen Fenster. Du siehst nur das, was durchs Fenster sichtbar ist, einen kleinen Ausschnitt der Welt. Aber das heißt nicht, dass die Welt am Fensterrahmen aufhört. Da draußen gibt es noch viel, viel mehr. Du siehst es nur nicht. Jetzt wird es richtig verrückt. Du sitzt also in deinem Raumschiff und fliegst Richtung Rand. Volle Geschwindigkeit. Schneller als das Licht. Und was passiert? Du kommst nie an. Nicht, weil du zu langsam bist, sondern weil der Rand sich von dir entfernt. Und zwar schneller, als du dich ihm nähern kannst. Das Universum dehnt sich aus. Nicht wie ein Ballon, der größer wird. Dieses Bild führt in die Irre. In Wahrheit wird der Raum selbst mehr. Zwischen dir und dem Rand entsteht ständig neuer Raum. Je weiter weg etwas ist, desto schneller entfernt es sich. Und ab einer gewissen Entfernung entfernt es sich so schnell, dass selbst Licht keine Chance mehr hat. Das bedeutet, es gibt Orte im Universum, die wir heute sehen können. Galaxien, die wir mit Teleskopen fotografieren, die wir aber niemals erreichen könnten. Niemals. Egal wie schnell wir fliegen. Wir sehen sie, aber wir können nicht zu ihnen. Wie Geisterbilder aus einer Welt, die für uns unerreichbar ist. Jetzt kommen wir zu dem Teil, der einem wirklich den Kopf verdreht. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie das Universum aufgebaut sein könnte. Und beide führen zum gleichen verstörenden Ergebnis. Möglichkeit 1: Das Universum ist unendlich. Es geht einfach immer weiter. Galaxien über Galaxien über Galaxien. Ohne Ende, ohne Rand. In diesem Fall fliegst du für immer. Du kommst nie an, weil es kein An gibt. Nur endloses Weiter. Möglichkeit 2: Das Universum ist endlich, aber es hat trotzdem keine Grenze. Das klingt wie ein Widerspruch, oder? Endlich, aber ohne Grenze? Denk an die Oberfläche der Erde. Sie ist endlich. Du könntest sie komplett vermessen, aber sie hat keine Kante. Wenn du immer geradeaus gehst, kommst du irgendwann wieder da an, wo du losgelaufen bist. Das Universum könnte so ähnlich funktionieren, nur in 3 Dimensionen statt 2. Du fliegst geradeaus durchs All, immer weiter, und plötzlich erkennst du am Horizont etwas Vertrautes. Die Milchstraße, unsere Galaxie.
Du bist einmal um das Universum herumgeflogen. Kein Rand, keine Wand, nur ein Kreis, den du dir nicht vorstellen kannst. In beiden Fällen, ob unendlich oder endlich, kommst du nie raus. Es gibt kein Draußen. Es gibt nichts, wohin du entkommen könntest. Und hier bleibt man oft einen Moment stehen, weil sich dieses Gefühl einstellt. Dieses leise Unbehagen. Wir sind eingesperrt. Aber nicht hinter Mauern, nicht hinter Gittern. Eingesperrt in etwas, das keine Grenzen hat und aus dem man trotzdem nicht entkommen kann. Das Universum ist der ultimative Raum ohne Ausgang. Kein Notausgang, keine Hintertür, kein Dahinter. Vielleicht ist das der Grund, warum diese Frage Menschen seit Jahrtausenden beschäftigt. Nicht, weil wir wirklich zum Rand fliegen wollen, sondern weil wir wissen wollen, gibt es etwas außerhalb von allem? Und die Antwort ist, wir wissen es nicht. Vielleicht ja, vielleicht nein. Vielleicht macht die Frage nicht einmal Sinn. Was wir wissen, ist Folgendes. Jedes Mal, wenn ein Wissenschaftler etwas über das Universum herausgefunden hat, wurde es größer. Nicht kleiner, nicht fassbarer, größer. Früher dachten wir, die Erde sei alles, dann das Sonnensystem, dann unsere Galaxie, dann Milliarden anderer Galaxien. Und jetzt wissen wir, selbst das, was wir sehen können, ist nur ein winziger Bruchteil von dem, was existiert. Und während du dieses Video schaust, entfernt sich der Rand weiter. Jede Sekunde, immer schneller. Galaxien, die wir heute noch sehen können, werden eines Tages hinter dem Horizont verschwinden. Für immer. Ihr Licht wird uns nie mehr erreichen. In der fernen Zukunft, Milliarden Jahre von jetzt, könnte jemand in den Nachthimmel schauen und nichts mehr sehen außer unserer eigenen Galaxie. Alle anderen wären zu weit weg, unerreichbar, unsichtbar. Diese Person würde vielleicht denken, wir sind allein im Universum. Und sie hätte keine Ahnung, dass es einmal anders war. Vielleicht leben wir gerade in einem goldenen Zeitalter. Einem Moment, in dem wir wenigstens noch sehen dürfen, wie groß und unfassbar dieses Universum wirklich ist. Auch wenn wir es nie ganz verstehen werden. Auch wenn wir nie ankommen werden. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass ein Like da. Und wenn du mehr solcher Gedankenreisen machen willst, abonniere den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video.